Jeder von euch kennt das hier, ein wunderbarer Bohrhammer. Was hast du hier drin? Ein Bohrfutter für STS. Ja? Der absolute Klassiker, STS benutzt du, damit bohrst du und hast damit jede Menge Spaß, Freude und vor allem ordentliche Löcher. Da gibt es aber auch Geräte wie das hier. Hier hast du ein Wechselbohrfutter. Das heißt, du kannst das Ganze abnehmen, kannst hier ein ganz klassisches Bohrfutter einsetzen. Ja? Zack und rein. Und da kannst du Folgendes einsetzen. Du hast die Möglichkeit, die Hecksaufnahme einzusetzen, in die verschiedensten Varianten. Dann hast du die Rundschaftaufnahme und das natürlich jetzt die abgestempften, abgefassten Bohrer, die wir jetzt hier haben, zum Beispiel für den Stufenbohrer. Genau, all das können wir hier einsetzen, aber hier müssen wir ja trotzdem jedes Mal das Bohrfutter wechseln. Und dafür gibt es jetzt eine neue Lösung und zwar genau das hier. Wir haben hier ein Bohrfutter, das kann beides, kann STS und all die Dinge, die der Micha eben gezeigt hat. Und das wollen wir euch heute mal zeigen, was es hier alles gibt und was der hier alles kann. Heute geht es also um das neue Bohrfutter und wie heißt das Ganze? One Chuck. Genau, One Chuck. Ein sehr interessanter Name. Das gucken wir uns heute mal an, aber ganz kurz, wie immer, mein Name ist Sebastian. Und mein Name ist Michael, ich bin Anwendungsberater von der Firma Bosch. Genau, Michael kennt sich also perfekt aus mit der neuen Technologie, die wir haben und das schauen wir uns auch mal an. Denn es ist ja wirklich so, dass wir eigentlich bei so einem Bohrhammer in der Regel eigentlich nur an eine Sache denken. Und ich glaube, das sollten wir heute auch so ein bisschen aufbrechen. Nämlich normalerweise sagst du hast einen Bohrhammer, alles klar, den benutzt du, STS rein, Stein und das war's. Ja, und so denkst du auch eigentlich an nichts anderes außer Stein und Beton. Und hier ist es so, dass wir mit der neuen Aufnahme heute auch mal zeigen wollen, dass so ein Bohrhammer auch noch viel mehr kann. Also einfach immer nur Stein und Beton. Und ich fand das schon ganz cool, dass du so einen Wechselaufsatz hast, dass du wirklich hier modular unterwegs bist. Du kannst also Rundschaft und du kannst halt eben STS auch nutzen. Genau. Aber das hier ist nochmal eine andere Hausnummer, deswegen lege ich den auch mal hier zur Seite. Und wir haben hier eine ganz andere Aufnahme. Und vielleicht zeigst du einfach mal erstmal, wie das funktioniert, dass wir wirklich beides reinsetzen können. Wir haben hier ein Bohrfutter, das ist wesentlich größer als die vorhandenen, weil wir zwei Bohrfutter in einem Teil hier haben. Das heißt, wir haben einmal die SDS Plus Aufnahme, wo wir alles mit SDS Plus reinmachen können. Unter anderem eben auch zum Beispiel sowas. Das ist ein Bithalter. Das heißt, du kannst jetzt da Bits machen. Das heißt, du brauchst jetzt zum Beispiel auch keinen Akkuschrauber. Weil wir wollen ja hier, Sinn des Gerätes ist eben auch, Werkzeuge zu sparen, dass du mit einem Gerät alles machen kannst. Und hier hast du auch die Möglichkeit, den Schlag abzustellen an dem Hammer, den reinzusetzen. Und dann kannst du auch schrauben. So, natürlich eben auch SDS Plus Bohrer, aber hier geht es ja darum, die anderen Bohrer auch einzusetzen. Das heißt, wichtig ist eben auch, wenn du den SDS Plus Bohrer reinmachen möchtest, vorher das Schnellspannbohrfutter aufzudrehen. Wir hatten schon Fälle, die wurden dann zugedreht und dann passte der Bohrer nicht rein, ja, weil das dann begrenzt war. Also wichtig, immer erstmal aufdrehen, dann kannst du den einsetzen. Drehen und dann man hört es auch, dieses Klack, Klack, ist Klack, er fest. So, und das haben wir den Vorteil, dass wir jetzt damit auch ganz klar in Metall, in Holz, ohne Schlag zu bohren. Dementsprechend kann ich an einem Hammer eben auch den Schlag abstellen. Kann jetzt hier zum Beispiel in Metall, das kann ich aber auch mit den Stufenbohrern genauso. Das probieren wir auch gleich mal aus. Ja. Aber hier ist noch eine wichtige Frage. Du hast gesagt, jetzt haben wir den ja drin. Ja. Ist jetzt Schlag automatisch deaktiviert? Also der Schlag, der geht, wenn ich den nicht abstelle. Ich kann den abstellen, der ist jetzt nicht deaktiviert. Aber der Stößel kommt nicht bis ans Ende des Bohrers. Das heißt, der läuft ins Leere, sodass wir dann eben hier keine Beschädigung am Bohrer haben, den nach vorne treiben oder was auch immer. So, das ist sicher. Aber dann merkt man das, oh, der Schlag ist noch da, dann stelle ich das ab. Das ist eine Bewegung hier mit dem Schalter und fertig. Heißt aber, wenn wir mit dem Bohrfutter arbeiten, nicht mit dem SDS, was tiefer sitzt, dass wir immer keinen Schlag haben, dass der Schlag quasi, ich sag mal, deaktiviert ist, weil der Stößel nicht nach vorne reicht. Genau. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt entsprechend im Metall bohren, wenn wir jetzt SDS einsetzen würden, ohne das Verstellen. Hier würden wir einen Schlag haben oder eben auch nicht, je nachdem, wie wir es eingestellt haben. Genau. Okay. Dann würde ich aber gerne mal schauen, können wir das auch einsetzen? Aber wir haben jetzt hier einen Flachfräsbohrer. Ja, und da denkt man jetzt erstmal nicht unbedingt an einen Bohrhammer. Genau, so, das ist eben hauptsächlich für die Holzanwendung. Das heißt, auch den kann ich hier reinmachen, kann den entsprechend festziehen, dann sitzt der auch. So, der läuft auch rund, weil der entsprechend fixiert ist.
Das ist jetzt mit der Hecksaufnahme in Holz. Wir haben aber auch zum Beispiel die Multi-Construction-Bohrer, die blauen. Die sind dann eher für sowas ausgelegt, ohne Schlag in den Stein zu arbeiten. Also hier haben wir verschiedenste Möglichkeiten, in verschiedensten Materialien zu arbeiten. Ich möchte jetzt aber das, was du gerade gesagt hast, mal ausprobieren. Wir haben jetzt hier Sechskant und also eine Hecksaufnahme und ich möchte jetzt mal sehen, ob wir jetzt hier wirklich hier aktiv sein können und das wirklich gerade ist. Mhm. Ja, funktioniert wunderbar. Ihr seht, und wie leicht das Ganze auch ist. Die schöne Sache dabei ist, du hast gleich einen Zusatzhandgriff, hast hier eine Sicherheit. Das Gerät selbst hat ja auch Kickback, also Genau. Kickback-Control. Und ich möchte jetzt auch mal ein zweites Loch machen hier, das macht so einen Spaß. Ja, also wir sehen jetzt hier, wir haben eine echte Alternative zu einem normalen Akkuschrauber. Ja, finde ich eine coole Sache. Genau. Hast du natürlich auch jetzt die filigranen oder dünneren Bohrer, die du hier hast. Das sind dann eben die ganz normalen Holzbohrer, die du hast. Die haben eben einfach nur diese Zentrierspitze. Die hat ja dieses Gewindespitze, das heißt, sie zieht sich selber rein. Aber probier es auch mal selber aus. Genau, so. Genau, immer noch mal nachziehen. So. Ja. Und? Ja, geht wunderbar. Ja, genau dafür ist es ausgelegt auch. Muss man auch sagen, also es ist eine schöne Sache. Und raus. Jetzt will ich mal eine Sache ausprobieren. Kannst du mir mal ein STS geben? Einfach nur vom Gefühl, dass ihr jetzt mal seht, wie schnell der Wechsel dann geht. So, und jetzt ist genau das, was ich eben sagte, ne? Dass der dann komplett auf sein muss. Genau. Und jetzt zack, rein. Auf. Nein, mach ich nicht. Das geht nicht. Bedingt, aber da kommt es eben nicht vorwärts, ist dann dafür nicht ausgelegt. Ja. Aber ich nehme die jetzt einfach mal und wir bohren jetzt einfach mal kurz hier rein. Halt, Moment. Jetzt brauchen wir den Schlag wieder. Und ihr seht, ja, funktioniert wunderbar. Und ich kann es jetzt einfach nehmen, öffnen und könnte jetzt zum Beispiel wieder hier meinen Metallbohrer einsetzen. Hier rein und zudrehen. Und kann damit arbeiten. Wir hören jetzt das Geräusch noch, aber wir haben jetzt hier keine, man merkt es auch, das Geräusch ist noch da, aber wir haben jetzt keinen Schlag mehr drin, also hier vorne im Schlagwerk drin. Ja. Wir können aber auch einfach hier umstellen, zack, haben jetzt das nicht mehr, also haben jetzt keinen Schlag mehr und arbeiten entsprechend so. Das kannst du im Metall bohren, das haben wir ja auch da. Genau. Aber ich würde dich mal bitten, dass du mit dem Stufenbohrer vielleicht mal arbeitest. Können wir auch machen. Genau, dass wir mal was anderes hier ausprobieren, weil einfach nur Metallbohren ist ja viel zu leicht. Wir sehen jetzt auch das hier, können wir einsetzen. Wieder weiter aufdrehen vorher. Ja, wenn wir uns einmal, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das ist schon eine Sache, das muss man auch immer erklären. Also einmal zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Andersrum. Ach, ich habe in die falsche Richtung gedreht. Ja. Aber man sieht es ja auch, ja. Genau, und man sieht hier eben auch, dass 3 Backenfutter eben rauskommen. So, einmal und dass die Hecksaufnahme ist eben sechskant, das heißt, wenn ich 3 Backen habe, kann ich auch wirklich an der Kante arbeiten, ohne dass der dadurch nicht richtig bespannt wird. So. So, gerne. Auf geht's. So, das ist eben hier, Sicherheit, geht vor. Auch hier mal bohren. Wir haben jetzt hier knapp 2 mm Metallblech. So, der war nicht richtig zu. Hat der Sebastian nicht ordentlich gearbeitet? So, das heißt jetzt. So, jetzt hat der Kickback ausgelöst, weil das eben nicht richtig fest ist. Wenn das Blech jetzt nicht wackeln würde, dann würde er auch nicht auslösen. So, das heißt, die gängigsten Löcher kann ich damit eben wirklich bearbeiten. Das kann ich eben aufbauen, je nachdem, was ich für einen Enddurchmesser habe. Ich glaube, ich habe jetzt über 2 cm. Das heißt, ihr könnt hier wirklich sauber auch im Metall arbeiten, mit einem Gerät. Ja, es ist wirklich erstaunlich, was man damit alles so machen kann. Dass man eben nicht nur, dass ein Bohrhammer nicht nur in Stein und Beton bohren kann. Das finde ich schon wirklich cool. Ich möchte eine Sache, die du vorhin so mal am Rande erwähnt hast, noch mal ein bisschen detaillierter zeigen. Und zwar hier den hier. Dazu muss ich erstmal offen lassen, genau. Offen lassen. Wir haben jetzt hier einen Bithalter.
Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit mit einem SDS, das heißt, das kann ich natürlich nicht nur in dem Ei benutzen, sondern überall benutzen, kann ihn jetzt hier einsetzen, ja, und haben jetzt hier, zack, den Bithalter und kann jetzt hier mein Bit einsetzen, so, zack, und habe jetzt hier die Möglichkeit, einfach eine Schraube zu setzen. Richtig. Ja, das ist schon wirklich genial. Das heißt, auch wenn du einen normalen Bohrhammer hast, bitte mach einen Schlag aus, kannst du damit wunderbar, das wäre irgendwie völlig Quatsch, aber dann kannst du mit deinem normalen Bohrhammer eben auch große Schrauben zum Beispiel setzen. Richtig. Ja, das ist, wir alle versuchen ja, oder es gibt ja diesen, wir alle jetzt nicht, aber es gibt diesen Zwang zu Akkuschrauben mit 150, 200, gefühlt noch 800 Newtonmeter. Aber wenn du so einen Bohrhammer hast, ja, der hat richtig Kraft, auch richtig Wumms, damit kannst du wunderbar auch eine Schraube eben reindrehen. Aber das wissen viele gar nicht. Genau, und das ist jetzt eben eine bessere Lösung und das passt eben auch in jedes andere Bohrfutter rein, das eben keinen One-Shock hat oder keinen Austausch. Früher, deswegen haben wir das alte Schätzchen noch da, wenn ich das so sagen darf, gibt es immer noch mit SDS Plus auf Rundschaften Adapter mit Zahnkranzbohrfutter. Sowas gibt es auch noch. Das war teilweise vor 20 Jahren noch Standard und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, eben auch die normalen Bohrer da einzusetzen. Ja, und kann das dann mit dem Zahnkranz festmachen und habe jetzt hier einen SDS Plus Adapter. Ist nur begrenzt gängig, weil du hast jetzt hier auch eine gewisse Unwucht durch das Stecksystem und hast natürlich dann vorne schwerer und länger und das ist einfach nicht ideal, aber wenn du nur einen alten Bohrhammer hast und willst eben andere Sachen machen, geht das auch. Aber das ist natürlich eine schöne Sache. Gerade dann kannst du eben auch mit dem kleinen 18er One-Shock Bohrhammer sauber arbeiten. Also, aber dieses kleine Zubehörteil hier, was du vorhin gesagt hast, was hast du gesagt? Es hat ein Schattendasein im Zubehörkatalog. Ja, ich sage immer stiefmütterliches Dasein im Zubehörkatalog. Ja, genau. Und das ist eine echt coole Sache. Ja? Ja. Und ist auch sehr massiv. Also das hält ordentlich was aus, weil muss es ja in dem Fall auch. Ja. Ich möchte eine Sache noch machen, weil wir es hier auch stehen haben die ganze Zeit. Du hast jetzt einen schönen Lochziegel hier stehen. Vielleicht bauen wir da mal einmal kurz ein Loch rein. Ja, können wir gerne machen. Aber ich möchte es wieder machen, weil ich möchte gerne üben. Ja? Ich möchte üben, wie schön hier die Aufnahme funktioniert. So, Moment. So. Diesmal mache ich es auch ordentlich fest. Ja, perfekt. So. Und fertig. Genau, also jetzt haben wir jetzt hier den blauen Bohrer drin. Das ist jetzt ein Multi-Construction-Bohrer, ein 9er. Und jetzt geht es darum, ohne Schlag zu arbeiten, weil wenn wir jetzt einen Dübel setzen wollen und mit einem Bohrhammer mit voller Kanne arbeiten, dann zerstören wir die Stege hier, die brechen und dann hält natürlich kein Dübel. Und deswegen hast du den Vorteil, wenn du jetzt hier damit arbeitest, dass du das nicht tust, also nicht zerstörst. So, das heißt, du hast jetzt hier die Möglichkeit, den Dübel wesentlich besser zu setzen. So, weil ein bisschen ist ausgebrochen, aber nur im unteren Bereich. Aber du hast immer noch die genug Haltekraft, um den zu setzen. Kommt immer auch das Feingefühl an, jetzt von oben nach unten zu arbeiten, ist eine andere Sache. Teilweise arbeitest du auch von der Seite, sodass du dann eben auch das nicht so zerstörst. Sodass wir jetzt hier wesentlich besseren Dübel setzen können, ohne dass die Stege kaputt gehen. Wenn ihr euch vorstellt, das mit dem SDS Plus Hammer zu machen, dann hast du da hinten nur noch Matsche, hätte ich beinahe gesagt. Also nur noch. Im Grunde ist es ja auch so, ja. ja. Also dann teilweise zerreißt du ja alles da innen drin und das macht auch überhaupt keinen Spaß. Man sieht also, du hast jetzt eine Aufnahme, mit der du alles machen kannst und wir wollten dir vor allem auch mal, ich sag mal, den Geist erweitern, was so ein Gerät noch alles kann. Genau. Den haben wir in zwei verschiedenen Größen. Das ist der kleine, der 18er, der ist leicht handig, der hat den Kickback, der hat Control, der hat den Vibrationsdämpfung, der kann eben alle beiden Sachen. Das Einzige, was wir jetzt hier nicht direkt dran haben, ist eine Absaugmöglichkeit. Und deswegen haben wir dieses One-Shock-System auch noch bei dem 22er umgesetzt. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, eine Absaugung zu realisieren, sodass eine Absaugung direkt am Bohrhammer. Und hier haben wir die Möglichkeit eben auch uns zu optimieren mit dieser Aufnahme auf die Länge des Dübels. Das heißt, ich stelle das hier ein, kann also die Tiefe begrenzen. Ich habe jetzt hier einen 8er Bohrer drin und der 8er Dübel, der ist 4-5 cm und dementsprechend kannst du das eben begrenzen auf die Eindringtiefe oder auf die Länge des Bohrers bzw. auf des Dübels,
sodass du dann eben genau die richtige Tiefe bohrst. Nicht zu tief, nicht tief genug und hast direkt den ganzen Staub weg. Also gerade für wiederkehrende Bohrungen. Das ist ja im Grunde ist es ja der 22er, was heißt nicht nur im Grunde, ich glaube der 22er steht ja auch. Ja, das ist der 18er, den haben wir drüben stehen. Den können wir gerne nochmal holen. Also der 22er ist ja schon ein paar Tage auf dem Markt mit dem normalen Baufutter. Richtig. Und den benutze ich eigentlich für fast alles. Solange ich nicht wirklich schwere Arbeiten habe, nehme ich immer jetzt den 22er und auch mit der Absaugung und kann wirklich bestätigen, die Absaugung macht Spaß, ist schön und also saugt auch sehr gut ab und das ist sehr leicht einzustellen. Wenn du es ein, zwei Mal gemacht hast, dann machst du es quasi gar nicht mal ab. Dann ist das immer dran und dann arbeitest du damit und das ist wirklich eine schöne Sache. Ja. Vor allem auch, du brauchst keine extra Absaugung, kein extra Kabel, gar nichts. Es ist alles hier drin integriert und es funktioniert einfach. Ja, das ist das Schöne, weil das ist jetzt auch schon eine weitere Generation. Da haben wir auch jetzt bewusst nicht mehr drunter, sondern seitlich, weil wir da auch besser sehen können auf das Material. Wir haben verschiedene Aufsätze, wir können es zu verschiedenen Bohrerlängern anpassen. Und ich kann das auch mit einer Handbewegung abmachen, wenn ich jetzt wirklich einen Metallbohrer reinsetze, wo ich nicht absaugen möchte. Genau. Ja, das sind eben Sachen, die sind relativ schnell und sauber einzusetzen. Man kommt auch sehr leicht ans Reservoir unten, kann das wieder auskippen, kann es sauber machen. Ja, das ist gar kein Problem und hat da echt eine Menge Spaß mit. Viele kennen das vielleicht hier vom 26er. Ja, der hatte das ja auch schon. Den 26 hatte ich ja vorhin hier schon in der Hand. Da kennen das ja viele, kann das ja genauso draufsetzen. Jetzt komme ich gerade nicht ran, weil ich hier den Griff noch dran habe. Aber ihr seht, das ist jetzt keine Sache, auch die super neu ist, sondern die länger schon da ist und entsprechend bewährt ist und funktioniert. Jetzt haben wir uns ja die integrierte Absaugung angeschaut, beziehungsweise die Ansteckabsaugung angeschaut. Aber was ist, wenn du so eine Absaugung nicht hast? Da gibt es viele andere Möglichkeiten. Und manchmal ist es auch sinnvoll, natürlich andere Dinge zu nutzen. Wenn du zum Beispiel eine Dose setzt, dann wirst du damit jetzt nicht klarkommen. Ja? Dann brauchst du eine größere Absaugung. Oder wenn du sehr großen Durchmesser hast, dann kannst du zum Beispiel auch sowas hier nehmen. Ja? Genau. Das hier ist etwas, das sieht erstmal wild aus, funktioniert aber erstaunlich gut. Vielleicht zeigst du mal ganz kurz, wie das funktioniert. Genau, wir haben jetzt hier zwei Kammern. Das ist einmal die Ansaugkammer, weil da der Staubsaugerstutzen drankommt. Das heißt, alles, was wir jetzt zeigen, ist ein Staubsauger, ein Industriestaubsauger eigentlich nötig. Genau. So, das heißt, du hast einen Staubsauger hier dran, auch mit dem Power-Change-System, dass es nicht abgeht. Können wir vielleicht auch gleich nochmal zeigen. Und hier hast du jetzt zum Dübel setzen das Loch, aber wenn du jetzt die 68er Krone ansetzt, deswegen heißt das Ding auch 68, da ist der Bürstenkranz im Weg. Und deswegen, das wissen auch die wenigsten, hast du die Möglichkeit, diesen Bürstenkranz auch abzumachen. Richtig. So, und jetzt hast du genau die 68er Kronendurchmesser, kannst das da ansetzen, dann saugt er sich an und du hast genau an der richtigen Stelle, kannst du dann deine Bohrung machen. Der Bürstenkranz, den kann man hinterher auch nochmal wieder montieren, da muss man ein bisschen tricksen. Ich sag mal, dass das wirklich wieder richtig fest ist. Aber du hast Übung, es funktioniert. Es geht, wenn du das 2-3 Mal gemacht hast, dann hast du auch die Möglichkeit, das schnell wieder einzusetzen. Ganz kurz hier, das Ganze wird ja über Unterdruck angezogen, ja, an die Wand und es funktioniert wirklich. Also du hast hier einen Sauger dran, der Sauger läuft, dann setzt du es ran und es hält. Ja? Genau, du musst es nicht mit der Hand festhalten. Das hält sogar an der Decke, auch so an einem rauen Mauerwerk hält das auch oder an Putz. Das ist also so, die Dichtung ist so filigran, dass sich das sauber ansaugt. Ja, genau. Also das ist selbst mit unseren Akkustaubsaugern überhaupt kein Problem. Ja, absolut. Wir haben hier ein Zweikammersystem. Ja, hier ist das, wo der Staub und Dreck entsteht, wird hier unten durch abgesaugt und dann geht es auch schon los. Hier, man sieht es vielleicht, wenn man da mal reinguckt, hier, da ist der Bypass sozusagen, da geht der Staub weg und die Luft eben mit raus, dass da eben wirklich die Saugkammer sauber hält. Das ist also das Einzige mehr oder weniger, wo die Luft durchströmt dann hinterher. Ja. Also gibt es auch in 2 verschiedenen Größen, ja? Macht richtig Spaß und funktioniert erstaunlich gut. Dann haben wir das hier schon gezeigt, direkt angebaut. Dann gibt es aber noch ein, ich sag mal, eher universelles Thema, das ist der hier. Richtig. Den kannst du hier einfach vorne, da wo du den Griff hier dran hast, vielleicht können wir es auch mal zeigen. Genau. Ich nehme ihn hier einfach mal. Nimm mal lieber mal den 18er, den hier, weil da kommst du besser durch. So, und da hast du den ab. Genau. Kannst du den dran machen. Wichtig ist, es klappt eigentlich mit jedem Bohrhammer jetzt. Ja, das ist eben auch für verschiedene Durchmesser ausgelegt, sodass du da eben auch einen Zusatzhandgriff entsprechend positionieren kannst, wie du den halten möchtest. Da hast du den flexiblen Staubsaugerstutzen, auch mit dem Click-and-Clean-System. Und dann eben auch hier die Möglichkeit, hier die Tiefe einzustellen. Was wir eben schon erklärt haben, ist mit dem möglich, eben auch hauptsächlich mit der Absaugung. Du hast hier nochmal die Möglichkeit, bei einem längeren Bohrer
das Ding nochmal nach vorne zu packen. Du kannst das hier öffnen und kannst es dann auch nach vorne oder nach hinten schieben, je nachdem, wie lang dein Bohrer ist. Und das heißt, du hast auch die Möglichkeit, einen längeren Bohrer hier einzusetzen, was bei dem hier zum Teil gar nicht möglich ist. Genau, also man muss klar sagen, hier gibt es natürlich auch eine maximale Ausfalllänge. In dem Fall ist es hier maximal. Ja. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, das hier geht wesentlich weiter nochmal drauf. Ja, aber da geht es eben auch von dem Hub her, ist es auch ähnlich wie da. Und das stimmt. heißt, du hast eben, wenn du nur längere Bohrer hast, dann kannst du den einsetzen. Ja. So, jetzt gibt es, wenn wir mal gerade bei langen Bohrern sind, irgendwann hast du so lange Bohrer, da kannst du mit dem gar nicht arbeiten. Und du willst eben auch mal durchbohren und nicht in diesem Bereich von ungefähr 15 cm, wie der Hub hier eben ist. Ja. Dementsprechend haben wir das hier mit dem Hilfsmittel hier. Genau. Der kommt dann an den Zusatzhandgriff, kommt der dazwischen, der hält den Staubsaugerschlauch. Und das Teil kommt dann vorne an den Bohrer. Ich habe mal so einen kleinen Bohrer mal mitgebracht. Ach hier, ganz klein. Einen kleinen, ne? Mal eben hier so meinen Lieblingsmove mal eben machen. So, das heißt, du kannst den jetzt hier einspannen und der ist so aufgebaut, falsch rum, dass der immer vorne bleibt, an der Wand. Das heißt, durch das Drehen der Windel bleibt der sozusagen an der Wand. Und jetzt hast du die Möglichkeit, eine Durchbruchsbohrung zu machen, ohne dass dieses Teil irgendwo weggeht, dass der Staub irgendwo anders hingeht, sondern der wird hier sauber abgesaugt. Und ich kann bestätigen, es funktioniert. Also man glaubt auch nicht, dass das da vorne wirklich bleibt, aber es bleibt an der Wand, Ja, genau. saugt dort an der Stelle ab. Und wenn du so ein langes Loch hast, was du da an Staub hast, was da rausrieselt, ja, das wird alles komplett abgesaugt. Das ist eine schöne Lösung. Genau, das ist immer vor längere Bohrer ausgelegt und Staubsauger dabei. Und dann geht das eigentlich mit jedem Bohrhammer. Genau. Und es gibt noch eine Sache, die, glaube ich, viel zu wenig Leute kennen, und das sind Saugbohrer. Und Saugbohrer sind eine echt tolle Sache. Man glaubt ja gar nicht, wie gut die funktionieren. Speziell jetzt hier nochmal, ich sag mal, eine Weiterentwicklung. Es gab früher Saugbohrer, die hatten, im Grunde war das ein feststehendes Teil, wo Bohrungen drin waren. Genau. Relativ teuer, quasi gar nicht zu warten, ja, weil wenn da mal irgendwas drin ist, irgendwas verstopft ist, dann hast du immer ein Problem gehabt, ja? Das war Fummelei, oder hast du versucht, das irgendwie. Das hast du sicherlich auch mal gemacht, macht keinen Spaß. Genau, den Draht vom Armierungseisen, ne, so vom Verrödeln dann nehmen, das geht gerade so, da kommst du rein, da kannst du es versuchen, ein bisschen zu reinigen, aber je nachdem, wie lang der Bohrer ist, hast du da ein Problem, da stopfst du eben eher. Richtig. Wenn du richtig Pech gehabt hast, hast du irgendwo mal Teer gehabt, dann. Man sagt ja, oh, der ist verstopft. Ich sage immer, wenn du verstopft, tut es in der Regel dann, wenn du feuchten Putz oder sowas machst. Dann sowieso. Und wenn es feucht ist, dann staubt es nicht. Das heißt, du brauchst auch keine Saugbohrer. Ja, das stimmt. So, genau, deswegen ist das immer so ein bisschen widersinnig. So. Hier haben wir den Vorteil, wir haben hier einen kompletten Hartmetallkopf. Das heißt, wir haben den Vorteil auch beim Armierungseisen, dass wir sauber gerade durchkommen. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Dann haben wir hier eigentlich den Bohrer nur ein bisschen abgewandelt. Wir haben nämlich hier einen Konnektor, der sozusagen dafür sorgt, dass der Staubsaugeranschluss ist. Den kann ich aber abmachen mit einer Handbewegung, kann den Bohrer jetzt rausnehmen. Richtig. Und habe jetzt hier mein Rohr, habe hier meinen Bohrer, kann das reinigen, ganz einfach, und kann, wenn ein Teil abgenutzt ist oder kaputt ist, das auch einzeln austauschen. Die gibt es auch einzeln, die Sachen. Ja, sodass deutlicher wir dann, Kostenvorteil. Ja, nacharbeiten können. Und die Bohrer sind sogar insgesamt günstiger, weil die Fertigung einfacher ist. Jetzt nochmal ein Hinweis. Wenn der Bohrer hier vorne ist, dann kriege ich den Konnektor nicht drauf. Der muss also frei sein hier. Der muss sich so ein bisschen bewegen können hier in diesem Spiel, sonst passt der hier hinten nicht drauf. So, das ist also relativ einfach und schnell zu befestigen. Gibt es in unterschiedlichen Durchmessern, unterschiedlichen Längen. Und hier hast du noch einen weiteren Vorteil. Du hast nicht nur ein sauberes Loch, sondern du hast eben auch überhaupt keinen Staub irgendwo an der Bohrlochwand, sodass wir gerade dann, wenn wir jetzt zum Beispiel Chemiedübel setzen, wo eine Flüssigkeit, so ein Kleber dabei ist, dann muss ich normalerweise eine Bohrlochreinigung machen. Und wir haben Zulassung von diversen Herstellern, dass wir eine Bohrlochreinigung nicht mehr machen brauchen, weil es gibt kein sauberes Loch als mit einem Saugbohrer gebohrt, weil sonst musst du im Pusten, was passiert beim Pusten? Der Staub geht wieder raus, dann musst du bürsten. Und dann hast du auch den Staub wieder irgendwo an der Bohrlochwand, und das hast du hier überhaupt nicht. Sowas, so ein schön sauberes Loch brauchst du zum Beispiel auch, um Multimontis zu setzen, hier von Heco. Ja, ohne dübellose Schrauben, einfach so einen Beton reinschrauben, hält fest, funktioniert wunderbar, und dazu ist Saugbohr natürlich perfekt.
Ja? Genau. Falls das für euch nicht, ich sag mal, nicht ganz verständlich war, hier ist ja euer Bohrhammer dran, bis zu der Stelle, hier kommt der Sauger dran und das bleibt stehen. Also das hier dreht sich und das hier bleibt die ganze Zeit stehen und auch sehr zuverlässig. Es ist nicht so, dass sich das anfängt, hier so ein bisschen rumzubiegen, gar nicht. Das ist, hält hier wunderbar, unten ist der Sauger und der saugt ab. Ich habe das schon einige Male benutzt und bin jedes Mal wieder total baff, wie gut das funktioniert. Ja. Also es kommt ja annähernd gar nichts mehr hier raus, weil wirklich alles hier, das ganze Bohrmehl hier abgesaugt wird, hier rein und fertig. Und das Reinigen und das Austauschen, hast du ja gerade gezeigt, auch ist eine echt tolle Sache. Ja. Die gibt es jetzt nicht nur mit SDS Plus Aufnahme, sondern auch SDS Max, auch größere Durchmesser und längere Arbeitslängen, sodass wir da eben auch eine Durchbruchsbohrung machen können. Ja, gerade im bewohnten Raum. Ich will irgendwo eine neue Heizung oder irgendwas anderes legen, ob das jetzt für eine Wärmepumpe ist oder was auch immer. Irgendwelche Kabel, Schläuche, Rohre können wir da durchbringen, ohne dass ein Staub entsteht. Gerade im bewohnten Raum ist das immer so eine Sache. Absolut. Weiterhin gibt es eben die auch noch mit kleineren Durchmessern. Kleinere Durchmesser haben ein anderes System, über so ein Federsystem, aber das funktioniert genauso gut, sodass wir da wirklich staubfrei arbeiten können. Ich muss noch mal eine Sache ergänzen, und zwar dieses Teil haben wir vorhin vergessen. Wir haben uns ja die universelle Absaugung angeschaut, aber was können wir jetzt hiermit machen? Wir können auch damit quasi Dosen setzen. Ja? Du kannst hier mal drauf tun und einmal drauf. So, und wenn wir jetzt eine Dose setzen wollen, dann können wir das auch wieder mit dem Bohrhammer verbinden, können daran arbeiten, können die Dose setzen und auch das wird entsprechend perfekt abgesaugt. Eine tolle Lösung. Was wir euch heute zeigen wollten, ist eigentlich aber im Wesentlichen dieses Bohrfutter. Es gibt ein neues Bohrfutter, damit brauchst du nichts mehr wechseln. Du kannst sowohl SDS als auch Rundschaft als auch Sechskant, also Hex einsetzen. Du kannst damit jede Menge andere Materialien benutzen. Dein Bohrhammer wird allgemein oder ist sowieso schon allgemein eigentlich ein multifunktionelles Werkzeug, was viele gar nicht so im Kopf haben. Ich häufig auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Und spätestens damit kann ja gefühlt alles. Im Zweifel kannst du fast schon einen Akkuschrauber setzen, wenn es nicht zu filigran wird, auf jeden Fall. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Dann kommt der Michael nochmal und dann werden wir hier alles abreißen, gerne testen, machen, tun und noch mehr bohren. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Für euch ran ans Bohrfutter und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.